George Miller hatte immer eine Leere in seinem Leben gespürt, ein tiefes Gefühl der Einsamkeit, das er nicht abschütteln konnte. Deshalb beschloss er, als er von der Adoptionsaktion des örtlichen Tierheims hörte, dorthin zu gehen und zu sehen, ob ein pelziger Begleiter diese Leere füllen könnte. Dort traf er Crosby, einen freundlichen und verspielten Hund, der schnell Georges Herz eroberte. Die ersten Tage mit Crosby waren großartig. Der Hund hatte sich in seinem neuen Zuhause eingelebt, spielte mit seinen neuen Spielsachen und kuschelte auf dem Sofa mit George. Doch die Dinge nahmen eine seltsame Wendung, als George eine Kamera aufstellte, um das Verhalten des Hundes zu überwachen, während er bei der Arbeit war. Wie die Aufnahmen zeigten, setzte sich Crosby jede Nacht an die Wand und starrte auf die gleiche Stelle, rückte dabei immer näher an die Wand, je mehr Stunden vergingen. George war verwirrt über dieses Verhalten und fing an, sich Sorgen zu machen. Er beschloss, Crosby zurück ins Tierheim zu bringen, in der Annahme, dass vielleicht etwas mit dem Hund nicht stimmte. Doch bevor er das tat, beschloss er, die Wand zu untersuchen, auf die Crosby fixiert gewesen war. Als er sich der Wand näherte, hörte er ein leises Rascheln von innen. Ohne zu zögern, brach er durch die Gipskartonwand und fand ein winziges Kätzchen zwischen den Latten eingeklemmt. Das arme Tier war ängstlich und allein, ohne Mutter in Sicht. Alles ergab für George jetzt Sinn. Crosby hatte überhaupt nicht seltsam gehandelt. Er hatte sich um das Kätzchen gesorgt und hatte die ganze Zeit versucht, Georges Aufmerksamkeit zu erregen. Der Hund hatte die Not des Kätzchens gespürt und hatte versucht, seinen Besitzer zu alarmieren. George hob das Kätzchen auf und hielt es fest an seine Brust. Er konnte nicht glauben, wie sehr das winzige Wesen sein Leben in so kurzer Zeit beeinflusst hatte. Er beschloss, das Kätzchen zu behalten und nannte es Bella, und zusammen mit Crosby bildeten sie eine ungewöhnliche, aber glückliche Familie. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.